Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, wir haben ein kleines Problemchen, und zwar bei dem letzten Lauf hatten wir ja die 214 km/h gemacht und danach haben wir noch mal ein bisschen probiert und ja. Ja, 206 km/h von den vierten Lauf und wir haben ein Problem mit den Regler. Der Regler hat aufgegeben. Wir haben hier ein Problem. Die Contis sind geplatzt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Regler ganz tot ist oder nicht. Wobei es riecht nicht verkokelt oder so. Von daher bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir den Regler noch mal retten können. Ich habe den schon mal ein bisschen zerlegt. Das ist ja relativ einfach. Die 4 Schrauben ab. Dann kann man den Deckel entfernen. Und man kann das Gehäuse dann aufmachen. Das sitzt ziemlich fest zusammen. Ich würde euch raten, ihn ein bisschen warm zu machen, rechts und links. Dann kann man die Platte abmachen. Und ja, dabei habe ich auch gesehen, die Contis sind noch ganz, allerdings auch nur, weil die hier schon durch sind. Also die haben dann Vibration und durch die Vibration beziehungsweise durch den Stromfluss, das sieht hier auch ein bisschen verbrannt aus, sind die hier an den Anschlüssen durch. Also die müssen wir neu machen und die hinteren. Jetzt müssten wir noch die Platte hier rausholen, damit wir die Platine komplett frei haben. Das sitzt allerdings auch noch ziemlich fest. Hier ist so ein Wärmeleitzeug drauf, das ist ziemlich hart. Das sitzt, ist so ein bisschen wie Kleber. Das klebt hier, da sieht man noch die Spuren. Das klebt hier ein bisschen. Ich werde das hier nochmal warm machen und die Platte hier entfernen. Vielleicht hier ein bisschen leicht knippen. Aber die sitzt noch bombenfest da drauf. Also ich entferne noch die Platte und dann machen wir weiter. So, mit ein bisschen Schraubendreher dazwischen, leicht geknippt und dann kam das schon ab. Hier sitzt das Zeug noch drauf, das müssen wir noch entfernen, das machen wir später. Ja, hier sieht man jetzt auch nichts Großartiges, dass da irgendwas durch ist. Das sieht alles gut aus. Riechen tut man jetzt auch nichts, weil wenn da irgendwas verbrannt ist, dann riecht man das im Grunde eigentlich auch schon. Das sieht alles gut aus. Ja, wir tauschen die Contis und dann schauen wir, ob er noch funktioniert. So, da haben wir unsere neuen Kondensatoren. Hier einmal die Nummer. Das sind die von vorne und das sind die von hinten. Das ist aus dem Hause Panasonic. Ja, ich löte die mal dran und dann machen wir weiter. Also die Kondensatoren sind nur für den XL2, nicht für den XLX. So, ja, jetzt haben wir die Contis dran und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Funk ist an, okay. Das hört sich schon mal gut an. Kannst du mal, ja, mach mal irgendwas. Das klappt schon mal. Kannst du ganz leicht Gas geben. Okay. Ja. Gut, das reicht schon. Also, Glückwunsch, dein Regler geht noch. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze hier mit Wärmeleitpaste und wir haben hier noch so Pads. Damit modifizieren wir das nochmal, aber dazu kommen wir gleich. Ich räume mal ein bisschen um und dann machen wir weiter. So, nachdem wir gesehen haben, dass der noch funktioniert, bauen wir den wieder zusammen. Ich benutze hier für die Seite so Wärmeleitpads.
Ich habe das jetzt innen, in der Mitte und außen. Das heißt, das ist bedeckt und die Kabel werden auch nochmal. Ja, hier kommt ja auch ein bisschen Hitze an den Kabeln und das wird direkt mit auf das Gehäuse übertragen. Die Pads sind so, ja, so ein bisschen selbstklebend. Ist so wie Knetmasse. Den packen wir jetzt von hier drauf. So, dann sind die Kabel auch, die hatten hier Luft gehabt und jetzt ist die Luft weg. Das heißt, die liegen richtig an. So, auf der anderen Seite machen wir das mit Wärmeleitpaste. Hier habe ich die Kondensatoren, die ich am Anfang erwähnt habe, die schon mal durch das Wackeln kaputt gehen. Ich habe hier eine Schicht Schrumpfschlauch draufgezogen, dass die unten anliegen mit dem Schrumpfschlauch. Ich will jetzt auch nicht die Hitze hier drauf übertragen. Und oben drüber habe ich ein bisschen Isoband genommen. Das heißt, wenn der da drauf ist, wenn der hier reinkommt, sitzen die fest da drinne. Und dann können die sich auch nicht mehr bewegen. So, ich trage jetzt hier noch ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Da habe ich das genommen. Ja, und dann bauen wir den ganzen wieder zusammen. So, ich mache mal wieder ein bisschen und dann machen wir weiter. So, jetzt habe ich das eingeschmiert hier mit der Wärmeleitpaste. Schön verstreichen. Ich habe da ein bisschen zu viel genommen, glaube ich, aber lieber mehr als zu wenig. Und jetzt fügen wir unser Gehäuse wieder zusammen. Ich hoffe, da quillt nicht zu viel raus. Nee, das passt. Ja. So, die Kondis vorne, die sind fest. Ja, da bewegt sich nichts mehr. Also können die sich nicht hier kaputt vibrieren. Ja, das dazu. Kabel, okay. Gut, ja, dann können wir das Ganze wieder komplett zusammenbauen. Ich habe hier noch mal ein Stück, ja, das doppelseitiges Klebeband, aber ich habe das jetzt hier nicht entfernt. Da liegen die hinteren Kondis drauf, die werden dann auch noch mal ein bisschen gestützt. Ja, das passt, die liegen auf. Dann können wir den Deckel drauf machen. Ich habe hier ja den Originalen, der verschwindet. Der hat jetzt ein kleines Update bekommen. Der kriegt 2 Lüfter. Und für den hinteren Teil habe ich hier noch so eine Abdeckung gebaut. Das kommt hier mit drauf. Mal schauen, ja, hier vielleicht noch einmal, ja, entweder mit Kabelbinder oder mit Isoband einmal festmachen, dass der da auch wirklich zusammengedrückt werden und die hinteren Kondis sich auch nicht bewegen können oder ja, vibrieren durch Erschütterung, da die Kontakte kaputt gehen. Ja, da taugt hin. Okay. Ich bereite wie immer wieder etwas vor und wir machen dann weiter. So, Abdeckung passt ganz gut. Die ist hier mit der kleinen Lasche hier unter dem Gehäuse. An der Seite geht die hier mit rein. Hier haben wir unsere Distanzstücke, die vom Originalunterteil mit denen hier dann verschraubt werden. Dann wird das Ganze zusammengedrückt und somit hält das. Hier hinten habe ich leider nichts, also werde ich hier wohl eine Lage Isoband drum machen, dass das hier runtergedrückt wird
und somit die Kondis da ja festgehalten werden. Ja, ich schraube das zusammen und dann machen wir weiter. So, 2 Lüfter noch montiert, das Ganze zusammengefügt, das passt ganz gut. Hier hinten, wie bereits erwähnt, mit Isoband nochmal fixiert, dass das nirgendwo hin kann. Ja, jetzt nur noch die Lüfter anschließen, den Regler wieder festschrauben. Bekommt hier noch für den Motor noch ein paar Lüfter. Das mache ich allerdings ohne euch. Ja, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich blende am Ende noch ein paar Fotos mit ein von dem fertigen Projekt. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC Werkstatt.